Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Benjamin Brümer von der Firma UBM. In diesem Video schauen wir uns an die NetCrunch Version 15.4. Adrem Software hat dieses Update kurz vor Weihnachten veröffentlicht und wir gehen heute die wichtigsten Neuerungen gemeinsam durch. Vorweg, es gibt eine riesige Überraschung am Ende der Video. Die Version 15.4 bringt insgesamt 4 neue Feature mit, zusätzlich zu dem üblichen Bugfix, Minorfix und auch ein paar kritische Fix, die ihr hier in den Release Notes nachlesen könnt. Dann steigen wir direkt ein. Das erste neue Feature ist der DCOM Query Sensor. Den findet ihr in der NetCrunch Console bei dem Monitoring-Sensor natürlich auf einen Knoten, der DCOM-Dienst bereitstellt. Ihr geht dafür in die Node Settings, dann in den Bereich Monitoring Sensoren, klickt auf das Plus und sucht nach DCOM aus. Bisher könnte man die Verfügbarkeit von DCOM-Dienst im Wesentlichen über ein einfaches DCOM-Echo-Test prüfen. Neu ist jetzt, wir können nicht nur ist der Dienst erreichbar prüfen, sondern echte Queries absetzen und damit testen, ob der DCOM-Services wirklich sauber funktioniert. Das heißt, wir können auf unterschiedliche Query-Ebene arbeiten, zum Beispiel Patienten, Series oder Studien. Das ist insbesondere relevant für Umgebungen, in denen DCOM eine zentrale Rolle spielt, also Kliniken, Gesundheitswesen. Damit lässt sich sehr gut überwachen, ob der DCOM-Dienst nicht nur lebt, sondern auch tatsächlich korrekt antworten, inklusive Funktionalität und Reaktionsverhalten. Das zweite Feature ist die Erweiterung der MIP-Datenbank. Das findet ihr unter Settings, Monitoring, SNMP MIP Data Compiler. Das ist insbesondere praktisch, wenn ihr SNMP-Alarm definiert. Denn sobald ihr einen Alarm anlegt, sind die MIP und OID wesentlich leichter auffindbar und besser nutzbar. 600 neue MIPs wurden hinzugefügt und es bedeutet in Summe fast 10.000 Module, 900.000 SNMP-Variablen und 53.000 Traps. Ihr könnt dort suchen, MIPs und Variablen schneller finden und diese wird dann direkt für Monitoring und Alarm verwenden. Das dritte Feature betrifft die Custom Node Tools. Das war angesprochen worden in der 15.3. Man möchte aus der Konsole heraus bestimmte Tools starten mit einem rechten Mausklick, ein Diagnose-Tool, ein Skript oder ein externes Programm. Neu ist jetzt, dass man festlegen kann, dass diese Tool mit administrative Rechte, also als Administrator höhere Privilegien gestartet werden können. Das findet ihr unter Settings, NetCrunch-System, Custom Node Tools und hier kann man definieren, welche Tools im Kontextmenü eines Knoten erscheinen und neu dazu die Option, bestimmte Programme mit Run als Administrator zu starten. In der Konsole wird das dann typischerweise durch ein kleines Schild-Symbol kenntlich gemacht. Das ist vor allem hilfreich, wenn Tools erhöhte Rechte benötigen und man nicht jedes Mal manuell als Administrator starten möchte. Als viertes Feature gibt es ein verbesserte SNMP-View. Wenn ihr ein spezifisches SNMP-Gerät habt und ihr möchtet schnell Variablen oder Tabellen sehen, könnt ihr jetzt über das Kontextmenü direkt die SNMP-View starten. Und das ist praktisch für schnelle Analyse, weil man kann dann bestimmte Tabelle sehen, bestimmte Werte innerhalb dieser Tabelle und wie das SNMP-Gerät natürlich strukturiert ist. Diese SNMP-View kann konfigurieren werden und die Einstellungen findet ihr unter Settings, Monitoring, Custom SNMP View. Dort kann man Gerätetyp definieren und festlegen, wie diese Typ in der SNMP View dargestellt werden. Die neue Funktionalität ist außerdem in der Online-Dokumentation beschrieben. Das heißt, dort findet man die Syntax und die Hinweise zur Konfiguration für diese Custom View. Und jetzt kommt noch die Überraschung, denn das ist zwar nicht prominent als Feature gelistet, aber in der Praxis sehr relevant. In der Windows NetCrunch Console gibt es jetzt eine große neue Funktion und das ist die Separation of Duty oder Need to Know, also die Möglichkeit, Rollen und Berechtigungen sauber zu trennen. Bisher war die Windows-Konsole sehr administratorzentrisch
Das heißt, wer Zugriff auf die Windows-Konsole hatte, könnte im Prinzip alle Knoten sehen, alle Settings öffnen, Änderungen durchführen, Attributen setzen, Alarm verändern und zwar für alle Knoten, die in der Atlas war. Das ändert sich jetzt. Ähnlich wie das in der Webkonsole immer gewesen oder immer möglich war, könnt ihr jetzt nun in der Windows-Konsole Access-Profile definieren und entsprechend Berechtigungen und Restriktionen setzen. Das bedeutet, ihr könnt zum Beispiel einen Linux-Administrator so konfigurieren oder ein Profil für Linux-Administrator anlegen, dass er nur Zugriff hat auf Linux-Host und auf bestimmte View und entsprechend das Management nur für dieses System machen kann. In meinem aktuellen Beispiel bin ich nur als Global Admin in der Windows-Konsole. Ich kann alles konfigurieren. Ich logge mich jetzt einmal aus und melde mich anschließend über den Connection Broker mit einem anderen Benutzer an. Zum Beispiel natürlich mit einem User, der diese neue Linux-Profile hat. Dann sieht der Benutzer in der Konsole nur noch das, was zu seiner Rolle passt, abhängig von seiner Tätigkeit und den zugewiesenen Rechten. So, das war der Überblick über die wichtigsten Neuerungen in NetCrunch 15.4. Neue DCOM-Sensoren, erweiterte MIP-Datenbank in der SNMP MIP-Compiler, Custom Nodes Tool mit Run als Administrator, verbesserte SNMP-View und als Bonus Separation of Duty bzw. Roll- und Rechteprofil. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst gerne einen Kommentar da und demnächst kommt dann auch das neueste Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.